Ja, moin und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal Stark vereinfacht. Heute geht es um das Thema, welche Autofokus-Methoden gibt es denn? Jetzt nicht lang schnacken, ich bin zwar etwas erkältet, aber wir legen mal direkt los. Okay, was kommt denn alles in dem Video dran? Einerseits der Phasenautofokus, dann der Kontrastautofokus, der Hybridautofokus und zum Schluss der Laserautofokus. Okay, steigen wir mal in das Thema ein mit dem Phasenautofokus. Also gehen wir erstmal etwas näher auf die technische Anwendung bzw. Funktionsweise der Phasenautofokus-Technologie ein. Ja, wie der Name schon sagt, der Phasenautofokus ist eine Autofokus-Technologie und wird hauptsächlich in Spiegelreflexkameras bzw. in spiegellosen Kameras eingesetzt. Das bedeutet, dass er die Phasenverschiebung zwischen mehreren Punkten bzw. Lichtstrahlen im Objektiv vermisst und so die Fokussierung der aktuellen Aufnahme eben bestimmt. Okay, jetzt müssen wir natürlich differenzieren. Hat man nur eine Spiegelreflexkamera, ist es so, dass die Lichtstrahlen, die durchs Objektiv fallen, einerseits durch den halbdurchlässigen Spiegel eben auf den Bildsensor treffen, andererseits werden die abgelenkt und werden auf diesen Autofokussensor gelenkt, wo dann mehrere Lichtstrahlen drauf fallen und über die mehreren Lichtstrahlen kann man dann die Phasenverschiebung eben zwischen den Lichtstrahlen bestimmen. Anders ist es bei der spiegellosen Kamera. Wie es im Namen schon heißt, gibt es ja doch keinen Spiegel, sondern der Lichtstrahl, der trifft direkt auf den Bildsensor. Jetzt hat man sich dann überlegt, was kann man denn da machen und hat spezielle Pixel entwickelt, sogenannte Autofokus-Pixel. Da sind mehrere quasi auf dem Bildsensor mit verbaut. Ja, die erheben keine Bilddaten, sondern sind nur dafür da, eben diesen Autofokus, diesen Phasenautofokus zu machen. Meine Kamera, die Sony Alpha 7 III, hat von ihren insgesamt 24,2 Megapixeln 693 solcher AF-Pixel verbaut. Das ist ja absolut kein Problem, weil durch die Menge der Pixel, die außenrum sind, kann man den Punkt, der keine Bildinformationen aufnimmt, auch gut interpolieren. So, bei beiden Arten von Kameras ist es natürlich jetzt so, dass die Phaseninformationen ausgewertet werden und wenn die möglichst minimal sind, dann hat man auch ein scharfes Bild. Der Phasenautofokus ermöglicht eine schnelle, präzise Fokussierung. Das heißt, wenn man schnell bewegende Objekte hat, wie zum Beispiel bei Rennautos oder Sportfotografie oder sonstige dynamische Szenen, ist dieser Phasenautofokus die beste Wahl. Okay, gehen wir zum Schluss nochmal etwas auf den Autofokus-Pixel ein. Der ist so ähnlich aufgebaut wie ein normaler Pixel, also er besteht auch aus fotosensitivem Material. Es ist auch eine Linse drüber. Der einzige Unterschied ist, der hat jetzt keine Farbmaske drüber, sondern so eine spezielle Phasendetektionsmaske drüber. Und unten drunter ist wieder die Elektronik. Moderne Phasenautofokussysteme nennt man auch Kreuzsensoren. Ja, wieso? Ja, weil sowohl eben horizontale und vertikale Phasenverschiebungen eben separat gemessen werden können. Und das ermöglicht wiederum eine präzisere Fokussierung der Aufnahme. Zusammenfassend kann man sagen, dass der Phasenautofokus eine wichtige Rolle im Foto- bzw. in der Videografie einnimmt. Das heißt wiederum, man will ja eine schnelle, präzise und zuverlässige Fokussierung haben bei schnell bewegenden Objekten und da ist eben der Phasenautofokus die Wahl Nummer 1. Okay, kommen wir zum nächsten im Bunde, der Kontrastautofokus. Der wird hauptsächlich bei spiegellosen Systemkameras bzw. bei einigen Kompaktkameras eingesetzt. Auch hier schauen wir uns wieder die Funktionsweise und Anwendung etwas genauer an. Ja, der Kontrastautofokus. Wie es auch hier schon im Namen drin steckt, bildet die Basis natürlich die Kontrastmessung. Hier ist es so, da schaut man sich die Schärfe des Bilds anhand der Kontrasteigenschaften an und bewertet eben, wie scharf das Bild ist. Der Autofokus arbeitet in der Regel mit einer kontinuierlichen Fokussierung zusammen. Das heißt, der bewegt das Objektiv die ganze Zeit vor und zurück und misst permanent die Bilder eben der unterschiedlichen Stufen des Objektivs und schaut sich den Kontrast an zueinander und entscheidet dann, wie er eben das Objektiv regeln muss, damit er eigentlich die schärfste Aufnahme erzielt. So, hat man jetzt ein unscharfes Bild und schaut sich eben das Histogramm der Helligkeitsverteilung an, wird man feststellen, dass man einen relativ schmalbandigen Bereich hat, wo eben die Informationen sind. Das liegt daran, dass eben die Pixel so stark verschwommen sind. So, hat man jetzt ein kontrastreicheres Bild, also wenn es schärfer wird, dann ist es so, dass eben dieser Bereich möglichst breit wird und die Helligkeitsverteilung homogener wird. Das heißt wiederum, der Fokus arbeitet so, dass ein möglichst breitbandiges Helligkeitsverteilungsbild im Histogramm erreicht. Ja, kommen wir mal zum Unterschied zum Phasenautofokus.
Eben beim Kontrastautofokus ist es so, dass der durch dieses Nachregeln eben eine gewisse Zeit braucht und das macht es eben schwieriger bei dynamischen Bewegungen. Und auch braucht er natürlich entsprechend viel Licht. Das heißt, wenn man dunkle Aufnahmen machen will, ist der Kontrastautofokus natürlich auch eher im Nachteil. Andererseits bietet er eine sehr präzise Fokussierung. Das heißt, es macht ihn besonders interessant für Makrofotografie oder Anwendungen, bei denen eine hohe Genauigkeit eben für das Fokus erforderlich ist. Meine Kamera, die Sony Alpha 7 III, hat einen sogenannten Hybrid-Autofokus. Das heißt, er hat sowohl einen Phasenautofokus als auch einen Kontrastautofokus. Jetzt ist es so, beim Kontrastautofokus haben wir jetzt 425 Bereiche oder sind es auch Pixel, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, wo die Kontrastmessungen durchgeführt werden. Ja, früher galt es natürlich mehr als heutzutage, aber in der Regel ist der Kontrastautofokus langsamer als der Phasenautofokus. Heutzutage ist das weniger ein Problem, weil eben durch die schnellere Elektronik, durch die kürzeren Leiterbahnen, durch die Technologie des Bildsensors etc. Ist es so, dass die Geschwindigkeiten natürlich enorm erhöht werden und auch mit dem Kontrastautofokus natürlich gewisse Geschwindigkeiten erreicht werden, wo man es dann schon fast nicht mehr merkt. Ja, zusammenfassend kann man sagen, dass der Kontrastautofokus natürlich für statische Aufnahmen oder für Aufnahmen mit genügend Licht eben sehr gut ist, für dynamische Aufnahmen eher weniger. Nichtsdestotrotz hat die Rolle des Kontrastautofokus eben in der modernen Kameratechnik schon einen Stellenwert, weil die wird nämlich jetzt kombiniert mit dem Phasenautofokus und das Ganze nennt man dann Hybrid-Autofokus und zu dem kommen wir jetzt. Okay, der Hybrid-Autofokus ist eine Kombination aus Kontrastautofokus und Phasenautofokus. Der wird heutzutage hauptsächlich in modernen Systemkameras, spiegellosen Systemkameras eingesetzt und in einigen Spiegelreflexkameras. Was jetzt die Eigenschaften sind, wie die technische Funktionsweise ist und die Anwendung dazu kommen wir jetzt. Okay, wie man sich jetzt natürlich denkt, wird der Kontrastautofokus und Phasenautofokus, wie gerade beschrieben, eben verwendet. Und es ist so, dass der Phasenautofokus dazu verwendet wird, eben grob das einzustellen. Und der Kontrastautofokus, der regelt nochmal fein eben das Ganze nach. Ja, wenn man sich das System jetzt anschaut, ist es so, dass diese Grobfokussierung über den Phasenautofokus natürlich so ist, dass der die Geschwindigkeit nutzt als Vorteil und die hohe Genauigkeit des Kontrastautofokus nimmt er natürlich zum Schluss, wo er nicht mehr so viel nachregeln muss und holt dadurch natürlich die Genauigkeit auch noch raus. Ja, die Kombination glänzt natürlich mit den ganzen Vorteilen, die jetzt natürlich vereint werden miteinander. Ja, einerseits die Geschwindigkeit, andererseits natürlich die hohe Genauigkeit, die werden kombiniert. Und das bietet natürlich den Vorteil, dass in vielen Aufnahmesituationen immer der gleiche Fokus verwendet werden kann. Also man muss nicht überlegen, nehme ich jetzt den Kontrastautofokus oder nehme ich jetzt hier einen Phasenautofokus, sondern das macht dieser Fokus einfach selbstständig und ist einfach in vielen Aufnahmesituationen sozusagen der King. Ja, der Hybrid-Autofokus ist natürlich bei einer Sportaufnahme genauso gut wie bei einem statischen Objekt, das man fotografieren will. Weil bei der Sportaufnahme verwendet er einfach mehr von dem Phasenautofokus und beim statischen Bild verwendet er einfach mehr vom Kontrastautofokus. Und ja, das Ganze ist natürlich eine perfekte Symbiose dann zusammen und bildet nahezu einen perfekten Autofokus. Ja, zusammenfassend kann man sagen, dass der Hybrid-Autofokus die Schwächen der Autofokusse oder Autofoki gut ausgleicht und insgesamt eine gute Performance bietet. Er bietet hohe Geschwindigkeit, gute Genauigkeit, hohe Flexibilität in einer unterschiedlichen Auswahl von Szenerien. Das heißt, man kann den sowohl in der Fotografie als auch in der Videografie super einsetzen. Ja, einen Nachteil habe ich aber trotzdem. Es ist so, dass ab einer gewissen Blende, also wenn die Blendenzahl zu hoch wird, bei meiner Kamera ist es ab der Blende 11, dann funktioniert nur noch der Kontrastautofokus. Warum? Ja, weil die Blende so weit geschlossen ist, dass eben zu wenig Licht oder zu wenig unterschiedliches Licht eben ins Objektiv fällt, beziehungsweise auf den Bildsensor dann trifft. Okay, kommen wir zum letzten im Bunde, dem sogenannten Laserautofokus.
Bei dem ist es so, der basiert auf einer Laufzeitmessung. Da ist es so, dass über eine Laserdiode eben ein Lichtstrahl ausgesendet wird. Der wird von einem Objekt reflektiert und wird wieder von der Diode empfangen. Und die Zeit, die kann man messen, wie lang eben der Lichtstrahl unterwegs war. Und durch die bekannte Lichtgeschwindigkeit, Geschwindigkeit ist Weg durch Zeit, kann man ausrechnen, eben wie weit das Objekt entfernt ist. Der Laserautofokus, der wird häufig in Smartphones eingebaut. Ja, warum? Weil er eben so eine geringe Bauform hat. Also man braucht ja nur diese Laserfotodiode. Die braucht nicht viel Platz und den kann man ganz gut eben in den Sensor direkt mit integrieren. Das sieht man kaum. Und da wird dieser Fokus eben häufig eingesetzt. Ja, wie ich es ja schon eingangs gesagt habe, passiert das Ganze natürlich mit Lichtgeschwindigkeit. Also wir haben ja auch eine hohe Geschwindigkeit und somit auch eine schnelle und präzise Fokussierung, weil wir einfach die Geschwindigkeit haben. Und das sind auch die Vorteile von dem ganzen System. Ja, darüber hinaus wird es natürlich auch bei High-End-Kamerasystemen auch oft eingesetzt, eben weil der Fokus natürlich schon eine sehr hohe Geschwindigkeit hat und je nach Anwendungsfall kann man das natürlich auch im Profibereich dann gut einsetzen. Okay, jetzt haben wir einige Vorteile gehört, aber es gibt auch Nachteile, zum Beispiel eben, dass der Laserstrahl an sich aufs Motiv natürlich gerichtet sein muss. Na gut, das wird wahrscheinlich bei den anderen genauso sein, aber es ist auch so, dass er Probleme mit stark reflektierenden Oberflächen oder transparenten Oberflächen hat, weil einfach die Reflexion zu schwach ist, beziehungsweise beim Transparenten geht einfach der Lichtstrahl durch und wird kaum reflektiert. Auch ist die Reichweite begrenzt, das heißt, bei sehr weit entfernten Objekten wird er Probleme haben. Oder wenn die Motive sehr nah sind, dann schafft man das einfach nicht aufzulösen von der Zeit her. Also da ist einfach die Reflexion zu schnell und dann kann man es nicht ausrechnen und kann auch nicht nachregeln. Ja, insgesamt kann man sagen, dass der Laserautofokus wie die anderen Fokus natürlich auch schnell ist, präzise ist und zuverlässig fokussiert. Insbesondere aber, das habe ich noch gar nicht erzählt, bei schlechten Lichtverhältnissen. Ja, warum ist das so? Wir tun ja aktiv Licht aussenden und wenn das reflektiert wird, dann funktioniert er auch bei schlechten Lichtverhältnissen natürlich. Und das macht es natürlich auch einerseits auch durch die kompakte Bauform für Smartphones attraktiv, beziehungsweise, wie ich es vorhin schon gesagt habe, für die Profi-Anwendung im High-End-Bereich. So, das war's mal wieder mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Follow und einen Like da oder schreibt mir irgendwas in den Kommentaren. Ich freue mich über alles, was ich von euch höre. Nächstes Mal geht es um Autofokus in der praktischen Foto- bzw. Videografie. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.